Super B. Lithium wird hier eingebaut. Wir sind an Station 4, 5, eventuell sogar 6. Hier ist Robert Crispins, grüß dich. Hallo Sven, servus. Ja, wir gehen Station für Station mal durch und am 27. November 2020 wird hier eifrig gearbeitet. Genau, du siehst, die Kollegen sind fleißig am Zusammenbauen der Fahrzeuge. Hier befinden wir uns in dem Bereich Elektro, sprich die Grundelektrik wird eingebaut. Das ist wie im Rohbau Kabelstrippen ziehen. Je nachdem, was der Kunde sich gewünscht hat, wird hier dementsprechend umgesetzt und verlegt. Das sieht man hier. Das heißt, man kann ja jedes Fahrzeug bei euch, ich sag mal, komplett konfektionieren, wie man das gerne hätte. Das ist natürlich ein Wahnsinn, was die Prozesse angeht. Genau. Das ist ein Wahnsinn. Also für den Kunden natürlich unheimlich komfortabel, für die Produktion nicht, weil da kein Prozess so ist wie der andere. So, ihr habt alle unglaublich viel, ich sag mal so, eigenes Anstreben, wie die Qualität später sein soll. Das heißt, auch wenn man jetzt hier sieht, hier sind die Kabel noch rum und so weiter, das wird am Ende des Tages alles so verlegt, dass der Elektriker sagt, hey, da kann ich stolz drauf sein. Genau, im Prinzip wird jedes Kabel einzeln vermessen am Schluss bei der Elektroprüfung und das, was jetzt noch wie Kabelspaghetti aussieht, wird am Schluss perfekt im Fahrzeug integriert sein, sodass du es eigentlich gar nicht mehr siehst. Recycling, wie viel Kabel gehen denn so verloren? Das heißt, die Optimierung der Längen ist natürlich, das geht ins Geld, wenn ihr die zu lang bestellt. Genau, auch da sind wir natürlich bestrebt, die Kabelstränge für Baureihen abzustimmen, um da natürlich die Verschwendung so gering wie möglich zu halten. Weil Kupfer ist nicht gerade billig und Effizienz steht bei uns immer ganz oben. Recycling, ihr habt überall Tonnen, hier wird unglaublich viel recycelt. Genau, wir recyceln nicht nur, du siehst auch hier, der Müll wird getrennt, also Papier, Folie und Restmüll. Für Kabel gibt es dann nochmal einen separaten Behälter und das gilt durch die komplette, also eigentlich im kompletten Unternehmen. Egal ob jetzt im Büro oder in der Produktion, wird komplett Müll getrennt, was uns natürlich dann die Entsorgung auch einfacher macht. Super B, man hört unglaublich viel Gutes über Super B. Ihr seid zufrieden? Ja, Super B haben wir jetzt seit, ich glaube, über 2 Jahren im Einsatz und ein Top-Partner für unseren Bedarf. Wir haben jetzt die Kapazität von 160 auf 210 Ampere mit Modelljahr 21 erhöht. Hier vorne stehen Sie. Ja, das Ganze ist auch sehr einfach zu bedienen, muss man sagen. Also für eure Reisemobile optimal. Ihr habt ja kein Kreuzfahrtschiff, oder? Ja, aber nicht weit weg, ne? Ja, ich sage jetzt mal mit 3000 Gästen oder 5000 Gästen, so ist es ja nicht. Hier vorne sieht man, großes Thema ist Elektrik, was hier kommt. Das ist unglaublich viel Arbeit, wenn man so denkt, man baut sich eben mal so ein Reisemobil selber. Es gibt ja unglaublich viele Videos im Netz, die sagen, ich baue mir mal ein Reisemobil, viel Spaß, oder? Nee, gerne. Also es gibt viele Individualausbauten. Die machen das auch gut, oder? Natürlich, aber das kann man damit nicht vergleichen. So, alte Flow, auch da, die ist natürlich entkoppelt am Boden, denn das sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen später. Genau, das ist dann die Schalloptimierung, weil die Pumpe vibriert natürlich und dann überträgt es da unten durch die Gummifüße nicht so stark. Ihr habt kein Ausgleichsgefäß drin. Ist das nicht gewünscht von den Kunden? Brauchen wir nicht. Nein. Nö, eigentlich nicht. Ausgleichsgefäß haben wir ja in der Heizung integriert. Okay. Und im Wasserstrom ist das eigentlich nicht wichtig. Das heißt, ja. die taktet auch seit Jahren, taktet die bei mir schon zumindest mal 1 Jahr vollkommen problemlos. Was ist das hier? Ist das eine Flow? Das ist eine alte Flow, das ist ein zusätzlicher Warmwasserboiler. Den habe ich auch bestellt. Genau, den hast du bei dir auch drin. Der bevorratet im Prinzip das Wasser, dass man, ich sage jetzt 2-3 Mal hintereinander duschen kann, ohne dass es kalt wird. Ja, es wird nämlich relativ schnell kalt. Jetzt werden Leute wieder sagen, Mensch, du hast aber Luxusprobleme. Aber es ist so, die 8 Liter, die dann da kommen und man kann ja duschen bei euch wie zu Hause. Ja. So, hier vorne sieht man es, auch hier wieder mal eine Barversion. Genau, hier wieder mal eine Barversion. Da ist er. Auch hier wieder Komfortlenkrad mit drin, das kleine schöne Lenkrad. Multifunktionslenkrad, dass man dann im Nachgang natürlich A, die Fahrsicherheitsassistenten damit steuern kann und B, das Radio oder das Handy. Das war früher auch nicht so. Da hat ihr ein schönes Lenkrad, schön groß und griffig, aber ohne Tasten. Ja, das eine Hupe hat's. wir gehen mit der Zeit und in der Automotive ist das ja schon seit Jahren Standard. Jetzt hat Iveco Daily nachgelegt und wir setzen es natürlich mit um. Ja, hier vorne gehen wir weiter. Das ist Nummer 5. Was geschieht hier? Man sieht jetzt, die Kabel werden aufgeräumt, also es wird jetzt im Prinzip Ordnung gemacht und dann beginnt es hier mit der Gasvorbereitung, dann kommt der Boden 2, der da vorne lagert und dann geht es in den Modulbau im Prinzip an die Möbel ran.
So, jetzt wird aufgeräumt, das, was wir eben schon gesehen haben mit den Kabeln, die rumlagen, die sind jetzt schon weg. Genau, die Fertigungsstufe nimmt jetzt nochmal ein anderes Niveau an, sprich wir machen hier die Sicherungsautomaten rein, die Kabel werden verräumt, die Kabel, du siehst, das ist alles beschriftet, alles irgendwo angehängt und dann geht's weiter. Ja, ihr habt auch Pläne für alles, das heißt, die Leute, die hier kommen, es gibt ein Baubuch fürs Fahrzeug, da ist alles nochmal wie beim, ich sag mal, Bau von einem Hamburger beschrieben. Genau, also es gibt für jedes Fahrzeug im Prinzip ein ja, du hast es gerade genannt, Baubuch oder eine Arbeitsmappe und da ist alles hinterlegt. Ja, Leerrohre, also ich habe sie eben noch vermisst, jetzt sind sie da. Genau. Das ist natürlich auch klasse, da reibt nichts aneinander, man könnte sogar noch was nachziehen, theoretisch. Genau. Gut. Was auch der ein oder andere schon mal macht, denn ich sag mal, erst kommt der Geschmack beim Essen. Unserer ist jetzt relativ voll ausgestattet, aber man kann vieles noch nachrüsten, es geht. Oh, bei dir nicht. Nee, ich meine es bei anderen. Ach so, ja. Ja, So. natürlich. So, der Tank ist nicht ganz ausgenutzt. Was ist hier mit dem Platz? Was geschieht mit dem? Der ist frei. Der Platz ist A frei, weil der Kunde die Option gewählt hat, im Prinzip klein, aber wenn der Kunde die Option wählt, einen großen Tank, dann wird es hier noch integriert, aber in der Modulbauweise, in der wir uns bewegen, ist das dann im Prinzip Luft. Okay, das heißt, das wäre die Möglichkeit, wenn ich nach Luxemburg fahre, ein paar Zigaretten mehr mitnehmen möchte, das wäre Ihr Platz gewesen? Da kommst du nicht hin, weil der Boden komplett geschlossen ist. Okay. Es ist auch nicht möglich, man sieht ja bei anderen Fahrzeugen, die haben eine Luke nach unten mit so durchreichbarem Stauraum, das macht ihr gar nicht. Nein, wir haben ja die Fußbodenheizung Ja. und da kann man nicht einfach irgendwelche Luken integrieren. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Die anderen haben das nicht. Das stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, die sagen zwar auch, es wird warm, aber wenn du hier sitzt, in der Barversion oder auch nicht, ja, und die Füße sind schön warm und du merkst richtig, wie es da durchströmt, das sind so Sachen, da fährst du auch gern bei minus 10 Grad an Urlaub. Genau. Dann hast du immer warme Füße. So ist das, ja. Nummer 5, jetzt stehen wir hier, Schritt für Schritt. Wir gehen mal kurz rüber, das zeigen wir auch gleich mal. Hier wurde gerade rübergeschoben. Genau, die haben gerade getaktet. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Taktverzögerung ist bis zu einer Stunde, bis zu 1,5. Und jetzt takten die Kollegen im Prinzip hinten nach. Die Arbeitsplätze werden vor jedem oder nach jedem Takten nochmal gereinigt. Das ist das, was wir sehen. Das machen die jetzt nicht extra für dich, sondern das ist ein Standardvorgang. Es gibt eine Abnahme, sprich die Station davor nimmt das Auto danach ab und prüft das Ganze nochmal. So, jetzt eine ganz kurze Frage. Das Thema Prozessoptimierung ist bei euch ein mega Thema, oder? Wir haben mittlerweile ein Lean-Team, das aus 3 Mitarbeitern besteht, die Prozesse bei uns eigentlich das ganze Jahr über optimieren und angehen. Weil man muss sich das so vorstellen, mit jeder Modelländerung, mit jeder Materialanpassung kann es sein, dass der Prozess, der vorher funktioniert hat, nicht mehr zeitgemäß ist. Dementsprechend begleiten die Stationsleiter, also die haben dann ihre Fachabteilung, die das Ganze analysiert und dann dementsprechend umstellt. Also ich sehe ab und zu mal so Videos in YouTube, wenn jetzt Afrika, die fahren so LKWs mit so einem kleinen Sitz. Er hat den mal gerade gefahren, da war kein Sitz drin. Das heißt, er fährt ab hier mit eigenen Rädern. Genau, weil du siehst, die fahren vorne schon mit eigenen Rädern ein. Hier wird jetzt nur der Boden aufgelegt, deswegen haben die Kollegen den Sitz demontiert. So, hier kommt der Boden drauf. Das heißt, der nächste Schritt, der wird wahrscheinlich gleich kommen, der Boden? Genau, der Boden wird hier angeliefert, deswegen ist es hier so leer. Und dann wird er hier mittels Kran, also über dir ist der Kran, wird er hier mittels Kran aufs Fahrzeug gehoben und montiert. So, das werden wir gleich mal zeigen. Nummer 6 und 7. 2 tolle Stationen zusammen mit Robert Crispins am 27. November 2020. Und ja, vielen Dank, Robert. Bis gleich. Gerne.